Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. Der Winter zieht sich langsam zurück und es wird Zeit, mit der Gartenarbeit zu beginnen. Und wie ihr hinter mir sehen könnt, sind meine fleißigen Helfer auch schon am Start. Mein Gardena Sileno Rasenroboter sollte hier eigentlich schon loslegen, allerdings will er nicht so richtig, weil wieder irgendwo ein Kabeldefekt ist. Aus diesem Grund möchte ich umsteigen und zwar auf kabellose Robotertechnologie. Ihr habt richtig gehört, ein Rasenroboter ohne irgendwelche Steuerkabel hier auf meinem doch sehr komplexen Grundstück. Ob das funktioniert, ob das auch richtig gut wird, das wird dieses Video zeigen. Wenn ihr das wissen wollt, bleibt dran, gleich geht's los. Die Temperaturen steigen langsam und kontinuierlich an die 10 Grad Marke heran und der Rasen beginnt langsam zu watten. Natürlich sollte mein Gardena Rasenroboter sofort loslegen und den Rasen schön kurz halten. Allerdings wollte er nicht so richtig, denn irgendwo kam der Fehler Schleifensignal. Da meine Kabel alle in der Erde vergraben sind, war es gar nicht so einfach, die richtige Stelle zu finden und zu reparieren. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, wie ihr mit diesen Teilen, mit diesen Kabelsuchern ganz einfach die kaputten Stellen finden könnt. Wenn euch das interessiert, schaut mal oben rechts in die Ecke. Da verlinke ich euch dieses Video. Nun kam aber die Firma Ecovex auf mich zu und hat gesagt, Mensch, wir haben hier einen Rasenroboter ohne jegliche Kabel, möchtest du den mal ausprobieren? Da sage ich natürlich gerne ja, testen kostet mich nichts. Der Name Ecovex ist gar nicht so unbekannt. Ich kenne diesen Hersteller primär von unserem Hausroboter, von unserem Robotersauger. Denn unser D-Bot leistet zuverlässige Dienste in unserem Haus. Dass die Firma auch Rasenroboter herstellt, wusste ich gar nicht. Deswegen wird es Zeit, sich der ganzen Sache mal zu nähern. Schauen wir uns die beiden Roboter doch zunächst einmal im Vergleich an. Auf der linken Seite seht ihr meinen Gardena Sileno Rasenroboter, der mir seit mittlerweile über 10 Jahren zuverlässige Dienste leistet. Dieser Rasenroboter hat ein Mähwerk unten dran mit dieser rotierenden Scheibe und den schwimmend gelagerten Klingen und er wird gesteuert, indem er einfach im Chaosprinzip kreuz und quer durch die Gegend fährt und nur durch die Begrenzungskabel am Rand meines Grundstücks eingehalten wird. Ein Steuerkabel in der Mitte sorgt dafür, dass der Roboter alle Zonen erreichen kann, selbst die Zonen hinter diesem blauen Haus nach 2 Gehwegen. Er findet immer wieder zuverlässig in seine Hütte zurück. Das ist die linke dort. Direkt neben meinem Gardena seht ihr seine jüngere Konkurrenz. Brandfrisch auf dem Markt 2025 steht hier der Ecovex A1600 RTK Goat. Goat wie die Ziege, die das Gras souverän nach unten frisst. Das Besondere an diesem Modell ist, neben einer Doppelklinge, die den Rasen schneidet, dass dieses Modell keinerlei Begrenzungskabel benötigt. Denn der arbeitet satellitengestützt. Ihr habt richtig gehört, über GPS-Signale mit einer RTK-Technologie findet der Roboter seinen Weg über mein Grundstück. Real-Time Kinematics heißt das Ganze. Eine Verbindung mit einer Funkantenne, die ihr dort sehen könnt, die die Satellitensignale auffängt, entsprechend verarbeitet und an den Roboter weiterleitet und auf 2 cm genau sagt, wo bist du, wo musst du hin. Super. Dann habe ich hier vorne am Roboter noch verschiedene Sensoren inklusive einer Fischaugenkamera, die ich sogar prüfen kann, mit der ich sogar sehen kann, wo er sich gerade befindet. Und das wird ein spannendes Duell, diese beiden gegeneinander antreten zu lassen. Insbesondere, weil mein Grundstück doch etwas komplizierter aufgebaut ist. Bevor ich euch aber zeige, wie ihr die App einrichtet, wie ihr den Roboter einrichtet, möchte ich euch mal zeigen, was im Zubehör inbegriffen ist. Ich habe die Ziege aus ihrer Box herausgeholt. Schauen wir doch mal, was im Zubehör inklusive ist. Ich habe die Ladestation, das Unterteil der Ladestation und die Rückwand der Ladestation. Alles gut gesichert mit Schutzfolien und dergleichen. Ich habe 2 Metallrohre, die ineinander gesteckt den GPS-Sender halten, also dieses Empfangsteil, mit dem das Satellitensignal aufgefangen wird, welches ja dem Roboter sagt, wo er sich befindet, in welchem Radius er sich bewegen darf. Dann habe ich dazu diesen Erdanker, diese Halterung, mit dem dann diese Stöcke in der Erde sicher befestigt werden. Und eine Zubehörbox habe ich ebenfalls noch, die ich euch gern zeigen möchte. Gut durchweg nummeriert mit Nummern sind hier die Erdanker, um diese Box im Boden zu befestigen. Ich habe das Netzteil dabei dazu und ja, jede Menge andere Kleinteile, Kabelhalterung und dergleichen. Also da fehlt es nicht an Zubehör. Ich habe inklusive eine Schnellstartanleitung
auf der mir die ersten und wichtigsten Schritte gezeigt werden, inklusive der Einrichtung der App. Denn an der Stelle sei gesagt, dieser Roboter kann zwar alleine fahren, so wie ich das gelesen habe, aber um alle Funktionen komplett nutzen zu können, ist die App notwendig. Die Ecovex-App, die habe ich schon, denn mein Saugroboter in der Wohnung nutzt die gleiche App und ich kann mit dieser App verschiedene Geräte steuern. Ich habe ein Handbuch gefunden und ja, neben Englisch, Französisch und auch anderen Sprachen ist die Anleitung hier auch komplett auf Deutsch verfügbar, inklusive Bebilderung, damit ich weiß, ja, wie das Ganze zu funktionieren hat. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut, denn leider Gottes ist es immer häufiger so, dass keine Anleitungen mehr ausgedruckt werden, sondern immer alles über die App gemacht werden muss. Und da bin ich ehrlich gesagt, sind meine Augen nicht mehr die besten, um das auf dieser App immer gut zu erkennen. Zum Schluss noch Konformitätserklärung für die EU, dass das Teil hier überhaupt verkauft werden darf. Doch kommen wir zum Roboter. Ihr seht, das Teil hat ja, vom Design her ist es durchaus ansprechend. Also mir gefällt er richtig gut, der sieht stylisch aus. Das ist Plastik, eine Plastikhülle, die hier verbaut worden ist, aber sie wirkt jetzt nicht günstig oder billig sogar, sondern durchaus schick. Das Design der Räder, dieses Speichenmuster mit den Plastikrädern, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Der große Stoppknopf, ich habe hier auf der Oberseite ein Display mit 3 Tasten. Ich habe hier eine Erhebung, wo das LiDAR-System, also dieses GPS-System, genutzt wird, wo es ja die Empfangsbauteile hat. Hier vorne diese beiden Metallschienen, die zum Laden dienen, wenn er an die Station reinfährt. Und ich kann hier diese Box öffnen und habe einen Zugang, um den Akku auszutauschen. Der befindet sich hier unter diesen Schrauben. Auf der Unterseite sieht man sehr schön die Unterschiede zu meinem Gardena Sileno Plus Roboter. Denn der hat nur eine Scheibe mit 3 Klingen, die den Rasen schneiden. Hier habe ich 2 Scheiben. Die Klingen auch hier schwimmend gelagert. Bedeutet, wenn die Scheiben sich drehen, bleiben diese Klingen nach außen und schneiden das Gras sauber weg. Ich habe 4 Räder eingebaut. Die beiden Antriebsräder auf der Rückseite mit einem doch sehr, sehr kräftigen Profil. Und vorne die frei beweglichen Räder, um das Gerät ja sauber und stabil zu halten. Es gibt einen Kühlkörper und ansonsten ist auf der Unterseite nicht mehr viel zu sehen. Vielleicht der Hinweis, keinen Kärcher, keinen Hochdruckreiniger zum Säubern benutzen, aber mit dem Gartenschlauch könnt ihr das Teil problemlos reinigen. Das finde ich schon mal sehr gut. Geht bei meinem alten Roboter nämlich nicht. Den muss ich mit der Bürste immer von Hand reinigen. Hier könnt ihr mit dem Gartenschlauch rangehen und das Teil einfach sauber sprühen. Auf der Rückseite ein schicker Diffusor dran, das Logo, die wichtigsten Anzeigen und ein Tragegriff, um den Roboter bequem durch die Gegend tragen zu können. Bequem ist natürlich relativ, denn dieses Teil wiegt doch einiges. Ich schätze mal, gut und gern 10 Kilo bringt das Teil auf die Waage. Die muss man auch erstmal bewegen können. Tja, wie ist eure Meinung zum Roboter? Der erste Eindruck, meiner ist doch sehr, sehr positiv. Schreibt mir doch mal unter das Video in die Kommentarspalte, was ihr vom Design haltet, von der Optik. Vergesst nicht, einen Blick auf die Front zu werfen, und zwar auf die Kamera, die hier vorne verbaut ist, denn damit kann der Roboter sich zusätzlich orientieren. Er erkennt Hindernisse, er erkennt Tiere. Das Igel, der versehentlich überfahren wird, wie es immer heißt, das kann mit diesem Gerät nicht passieren, denn ich kann einstellen, bis zu welcher Höhe der Roboter drüber fahren kann. Ich kann einstellen, wenn Tiere, Menschen und dergleichen erkannt werden, dass das Gerät sofort stoppt. Das heißt, Sicherheit wird hier auf jeden Fall groß geschrieben. Das finde ich sehr, sehr gut. Nicht vergessen, eure Meinung unter das Video. Wenn ihr einmal dabei seid, gebt mir den Daumen nach oben für dieses Video, abonniert meinen Kanal und schaut mal in die Beschreibung. Dort findet ihr viele weitere Informationen rund um diesen Roboter. Doch genug geschwätzt. An der Stelle werde ich jetzt die Ladestation zusammenbauen. Ich werde das Zubehör alles so zusammenbauen, wie es sein muss, und danach den Roboter an der App einrichten und natürlich das Grundstück kartieren. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann bleibt dran, denn damit geht es jetzt weiter. Die Station ist sehr, sehr schnell zusammengebaut. Alles, was ihr tun müsst, ist die Rückseite mit dem Unterteil zu verbinden, bis das Ganze einrastet. Dieses Unterteil habe ich zusätzlich mit den Erdankern links und rechts auf meinem Rasen befestigt, damit es der Roboter nicht wegschiebt. Später soll die Station ja hier hingestellt werden. Das bedeutet, im Moment ist das noch ein Provisorium. Ich habe die beiden Kabel an der Rückseite angeschlossen. Zum einen gibt es ja hier das Kabel für den RTG-Empfänger, den
den ihr hier seht, den habe ich einfach in die Erde eingespießt. Und auf der anderen Seite findet ihr das Stromkabel, welches ja von der Steckdose kommt und die Station mit Strom versorgt. Den Rasenroboter habe ich zunächst einfach nur in die Station hineingeschoben, damit er zunächst durchlädt. Denn ich werde ihn nun in meiner App anmelden und anschließend das Grundstück kartieren. Um den Roboter mit meiner App zu verbinden, muss ich lediglich oben rechts auf das Scanner-Symbol drücken und den QR-Code, der sich auf der Rückseite befindet, fotografieren. Anschließend führt mich eine bebilderte Anleitung Stück für Stück durch das Menü, um den Roboter nutzen zu können. Sobald das erledigt ist, kann ich mich um die Kartierung des Grundstücks kümmern. Die Einrichtung des Roboters in der App ging unglaublich schnell. Nicht einmal 2 Minuten hat es gedauert, bis der Roboter sich mit meiner App verbunden hat. Er hat sich im Anschluss das aktuelle Update heruntergeladen. Der Vorgang hat noch mal 5 Minuten gedauert und nun ist er einsatzbereit. Mit der App kann ich nun mein Grundstück kartografieren. Das heißt, ich kann dem Roboter sagen, wo er mähen soll und wo nicht. Und dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist die automatische Kartierung des Grundstücks bzw. des Rasens. Hierfür lasst ihr den Roboter zunächst ein kleines Stück aus der Einfahrt herausfahren, dirigiert ihn an einen Rand, wo er beginnen soll, und mit der Kamera erkennt er automatisch die Abgrenzung eures Rasens, solange die farblich erkennbar sind. Weißer Kies, grüner Rasen funktioniert perfekt. Auch meine Gehwege hat er problemlos erkannt. Ich habe das bereits getestet. Wo er Probleme hat, war die Abgrenzung neben meinem Gewächshaus, denn da geht die Wiese ein bisschen weiter, auch ins Holperdetail hinein. Dort unten wollte er weitermachen. Für die automatische Kartierung musste ich in dem Fall ganz kurz eine Barriere aufbauen, damit er an dieser Stelle nicht weitermacht. Wenn euer Grundstück recht einfach aufgebaut ist, klare Kanten aufweist, klare erkennbare Unterschiede zum Rasen hat, dann nutzt die automatische Kartierung, die funktioniert wirklich erstaunlich gut. Ist euer Grundstück etwas komplexer, weist Gehwege auf, die es unterteilen, oder Engstellen, wie ich es hier der Fall habe, dann macht es natürlich mehr Sinn, den Roboter von Hand zu steuern und ihm direkt zu sagen, wo er langfahren soll und wo nicht, mittels der manuellen Kartierung. Hierfür lasst ihr ebenfalls den Roboter aus der Garage herausfahren, legt einen Startpunkt fest und könnt dann mit eurem Telefon, mit einem Cursor, der dort ersichtlich ist, den Roboter entlang der Grundstücksgrenzen fahren. Der Roboter erstellt eine wunderschöne Karte, die ihr in der App anschauen könnt. Ihr könnt die Karte teilen, ihr könnt sie verknüpfen, ihr könnt Wege anlegen, ihr könnt relativ viel machen mit dieser Karte im Nachgang. Schaut das einfach mal an und keine Sorge, wenn das Ganze schief läuft und euch nicht gefällt, das Ergebnis, löscht die Karte, erstellt eine neue Karte. Funktioniert perfekt. Nachdem der Roboter nun einsatzbereit ist und ich auch meine Rasenflächen kartiert habe, die Gehwege dazwischen angelegt habe, selbst die Kanten habe ich noch einmal nachvermessen, im Automatikmodus kann es endlich losgehen. Ich kann die Uhrzeiten hinterlegen, zu welchen der Roboter fahren soll, ich kann feste Zeiten vorlegen, ich kann das Gerät jederzeit auch manuell auf seine Arbeitstour schicken. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt in der App. Auf der Startseite der App sehe ich die kartierte Karte meines Rasens. Ich kann unten im Schnellwahlmenü auswählen, ob der Roboter die Fläche, die Kanten oder manuell gesteuert den Rasen mähen soll. Unter Erweitert kann ich direkt auch einzelne Zonen, die ich mir eingerichtet habe, ansteuern. Rechts daneben lege ich die Zeitpläne fest. Oben rechts habe ich 3 weitere Menüs. Über das Kamerasymbol kann ich direkt auf die Kamera des Roboters zugreifen und durch seine Augen sehen und den Roboter nebenbei sogar steuern. Quasi ein ferngesteuertes Auto, das ich direkt steuern kann. Das mittlere Menü ist das Kartenmenü. Hier kann ich Zonen anlegen, Zonen zusammenführen, teilen, Namen vergeben, Pfade anlegen und dergleichen. Da solltet ihr in Ruhe einfach mal ausprobieren, was ihr braucht. Im rechten Menü befindet sich das Protokoll, die Mäheinstellung, Robotereinstellung und noch viele andere Dinge. In den Mäheinstellungen habt ihr Auswahl des Mähmodus, in welchem ihr festlegen könnt, wie hoch zum Beispiel die Schnitttiefe sein soll. Auch die Hinderniserkennung wird hier festgelegt. Die gleichen Einstellungen könnt ihr auch für jeden Bereich einzeln vornehmen. Die Mährichtung ist eine weitere wichtige Einstellung. Da der Roboter nicht wie mein Gardena Sileno im Chaos-Prinzip kreuz und quer durch die Gegend fährt, sondern nach einem geordneten, sich überschneidenden Mähprinzip arbeitet, kann ich hier den Winkel der Rasenfläche festlegen. Über die Einstellung des Winkels kann ich festlegen, in welchen Bahnen er mähen soll, damit die Streifen, die sich hinterher ergeben, möglichst sauber zu den Grenzen passen. Unten
befindet sich der Kantenmodus. Ich kann den Roboter entlang der erkannten Grenze fahren lassen oder ihn bis zu 20 cm darüber hinaus fahren lassen. Bei wem das Gras am Rand nicht sauber geschnitten wird, der sollte die zweite Option wählen. Natürlich habt ihr auch die Wahl, exakt entlang der festgelegten Grenzen zu fahren. Ganz unten habt ihr noch die Einstellung für den Regensensor und den Tierschutz. Der Tierschutz legt zunächst fest, in welchen Zeiten der Roboter nicht fahren soll. Standardmäßig natürlich in der Dämmerung und nachts zwischen 19 und 7 Uhr. Im Menü Robotereinstellungen könnt ihr weitere Dinge klären. Zum Beispiel die Sicherheitseinstellungen, in denen ihr die Lautstärke der Alarmbenachrichtigung festlegt, die Positionierung in Echtzeit aktiviert und natürlich auch euren PIN ändern könnt. Im Menüpunkt Wartung seht ihr den Zustand der Klingen und könnt diese bei Bedarf direkt nachkaufen. Die KI-Erkennung habe ich ebenfalls aktiviert, um Igel, Katze, Hunde oder auch den Gartenschlauch auf dem Rasen vor dem Roboter zu schützen. Neben der Zeitzone der Sprache ist natürlich auch die Update-Funktion in der App enthalten. In meinem Fall läuft sie auf dem Automatikmodus. Ich habe euch gezeigt, was zum Roboter dazugehört. Ich habe euch gezeigt, wie ihr die Ladestation aufbaut, wie ihr den Roboter einrichtet und mit eurer App verbindet. Nun fährt der Roboter und geht seiner eigentlichen Aufgabe nach. Er mäht den Rasen. Und wie ihr hier bereits erkennen könnt, macht er das Ganze wirklich sehr, sehr schön und sehr perfekt, nämlich parallel mit einer 50% Überschneidung auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Durch die beiden Klingen wird das Gras wirklich sehr sauber abgeschnitten und durch meinen Überlappungsmodus an der Kante, 20 cm, werden auch die Ränder sehr sauber geschnitten. Ich musste bisher noch nicht mit dem Kantenschneider nachhelfen. Natürlich interessiert mich auch das Thema Sicherheit. Die Kinder, die Tiere, die sollen auf keinen Fall vom Roboter angefahren werden und durch die scharfen Klingen verletzt werden. Die KI im Roboter mit der Kamera und den Sensoren in der Front erlaubt ihm, diese Objekte zuverlässig zu erkennen. Das konnte ich bereits testen und weicht aus. Er bleibt nicht stehen, er fährt herum und nun ist einfach mal der Test angesagt mit dem Gartenschlauch. Wow, das ist mal wirklich eine tolle Leistung. Der Ecovix Goat A1600 RTK hat hier nun in meiner Testphase 2 Wochen lang seinen Dienst verrichtet und ich muss sagen, ich bin durchaus zufrieden. Er arbeitet akkurat seine Linien ab, auch wenn es nach wie vor nicht ganz parallel zu den Rändern ist. Da muss ich in der App auf jeden Fall noch nachjustieren. Was mir sehr gut gefällt, ist die wahnsinnig schnelle Einrichtung. Sowohl in der App als auch am Gerät selber musste ich gar nicht viel tun. Innerhalb weniger Minuten war das Gerät betriebsbereit und ich habe keine Kabel mehr. Keine Begrenzungskabel an den Seiten, kein Steuerkabel in der Mitte. Die Kabel haben grundsätzlich funktioniert, aber eben nur so lange, wie sie intakt waren. Und leider Gottes haben die Ameisen oder auch ich selber mit dem Spaten einige Male doch mit den Kabeln Schindluder getrieben. Auch wenn der Roboter die Engstelle perfekt erkennt und auf die einzelnen Zonen fahren kann, auch wenn er die Ränder sehr, sehr gut erkennt, muss ich sagen, ein paar Kleinigkeiten sind durchaus da, die noch verbesserungswürdig sind. Aber nichts, was man nicht mit einem Software-Update lösen könnte. Manchmal habe ich durchaus den Eindruck, dass er noch etwas ruckelig unterwegs ist. Dass er hängen bleibt, wenn zum Beispiel etwas Unkraut, was ich aus dem Rasen gezogen habe und einfach nur liegen lasse, wenn er das sieht, dann fährt er außen herum, weil er es als Fremdkörper wahrnimmt. Der alte Gardena ist da schnurstracks drüber gefahren und hat es einfach platt gemacht. Klar, die Sicherheitsanforderungen waren beim Gardena bei weitem nicht so hoch. Auch die Randbefahrung ist meiner Meinung nach gut, aber noch nicht perfekt. Gerade an diesen Zonen mäht er souverän über die Kante hinaus, macht das schön akkurat, dass da nichts drüber wächst. Aber an den Kurven ist mir aufgefallen, dass er die Kurven nicht ausfährt, sondern hier am Radius einfach abkürzt und diesen Bereich hier hinten in der Ecke, die lässt er im Moment noch aus. Da habe ich bei Ecovix mal nachgefragt, was ich tun kann, damit die Kanten bis zur Spitze hinein ausgemäht werden, denn so soll es ja auch sein. Ich möchte nicht nachmähen mit dem Rasentrimmer und Ähnlichem. Die Antwort von Ecovix war recht simpel. Das Ganze wird per Firmware-Update nachgeliefert und sollte ab April 2025 dann automatisch verfügbar sein. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut, wenn denn dann auch geliefert wird.
Der Roboter fährt nun seine Bahnen hier und ich hoffe, ihr könnt es hier mit dem Licht erkennen, wie das Rasenmuster hergestellt wird. Einmal hin und einmal zurück. Diese berühmten hellen und dunklen Rasenstreifen, die ihr von jedem Sportplatz kennt, das macht der Roboter mit Bravour. Sieht wirklich sehr schick aus und das Schnittbild ist auch sehr, sehr gleichmäßig. Was ich noch zeigen wird, ist ja die Spuren, die der Roboter vielleicht im Rasen hinterlässt, als der Rasen noch relativ frisch war bzw. angetaut war. Wir hatten ja noch Winter. Da hat der Rasenroboter schon Abdrücke hinterlassen, denn er wiegt schon einiges. Und die hart profilten Reifen, die hinterlassen ihre Abdrücke. Das war beim Gardena aber nicht viel anderes. Auch der hat Spuren hinterlassen, insbesondere dann, wenn viel Bewegung auf dem Rasen war und wenn der Rasen eben noch nass gewesen ist. Das sollte sich im Laufe des Sommers aber erledigen. Mich konnte der Roboter überzeugen. Und wie ihr sehen könnt, hat der Ecowix Goat, der A1600 RTK, den Platz des Silenos übernommen. Gardena Garage weg und die neue Garage ist da. Und wie ihr hier erkennen könnt, gibt es nicht nur die Ladestation, sondern auch ein schickes Dach als Zubehör zu kaufen, um den Roboter von oben zu schützen. Das Ganze ist aus Plastik mit einem massiven Metallgestänge. Ja, stabil ist es auf jeden Fall, dürfte sogar noch einige Zentimeter an Schneelast aushalten, sofern das im Winter draußen stehen bleibt. Nun seid ihr gefragt, gebt mir doch mal unter dem Video ein Feedback, was haltet ihr von diesem Roboter? Was haltet ihr von der Ziege, von dieser neuesten Entwicklung ohne Kabel, allein über die Steuerung der Satelliten mit dem RTK-Modul den Rasen zu mähen? Funktioniert das in eurem Fall auch? Seid ihr daran interessiert? Dann schaut unter dem Video nach. Dort verlinke ich euch den Produktlink zu diesem Roboter und noch einiges an Zubehör. Ich verlinke euch einige weiterführende Informationen zum Roboter. Und wenn ihr mögt, schreibt mir unten in die Kommentarspalte eure Meinung, was ihr von dem Gerät haltet. Da bin ich echt gespannt auf eure Meinung. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir den Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Bis dahin, zum nächsten Video. Ich freue mich schon auf euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao.